Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich sitze wieder vor meinen Figurenkästen. Es hat sich noch nicht wirklich viel getan hier, aber ich habe jetzt von Christoph nochmal so ein, ja, wie nennt man das? Für mich Sortierkästen, Einsatz-Dingsbums, und eigentlich ist es von einem Adventkalender, von einem alten. Ihr seht 24 solche kleinen Fächer hier, wo man was reingeben kann. Und das ist eigentlich recht praktisch für diese Figurenkästen zum Sortieren. Das Einzige ist, wenn ihr die gleichen Sortierkästen habt wie ich, dann müsst ihr es noch zuschneiden, damit, ich zeige euch das hier mal, damit das hier dann eben reinpasst. Das ist der gleiche in schwarz. Weil das letzte Mal die Frage war von euch, da kam die Frage eben, wie ich das mit meinen Sortierkästen genau mache, und das sind diese Dinger, die ich da verwende. Genau, aber könnt ihr natürlich auch im Figurenkasten-Video nachschauen. Aber zu dem eigentlichen, was ich heute filmen möchte, nämlich Schule Teil 2, kommen wir jetzt. Und ich mache einen kleinen Schwenk hier runter. Da seht ihr schon, ich habe hier nochmal quasi den alten Teil hier hergestellt, damit ihr das auch nochmal sehen könnt. Das ist der Unterteil der Schule, den ich euch schon gezeigt habe. Und jetzt kommt hier der Oberteil der Schule. Ich habe sie noch nicht zusammengesetzt, weil ich auch noch nicht weiß, wo ich sie dann wirklich hinstellen werde. Ich habe mir gedacht, bevor mir jetzt alles auseinanderfällt, mache ich das lieber nicht. Und ich lasse das jetzt nochmal so, bis ich die Eingebung habe, wo das am besten hinpasst. Ich habe mich auch um mein Dach gekümmert, hier bei dem oberen Stockwerk von der Schule. Das Einzige ist, ich möchte das eigentlich nicht so kahl lassen, wie das hier derzeit ist, sondern ich möchte unter anderem hier diese Solaranlage gerne irgendwie aufs Dach bauen. Habe dafür aber schon den Baumeister Christoph engagiert, weil der kennt sich eher aus, was wir da für, ja, komische Teile haben, so Räder oder sonst irgendwas, was da irgendwie gut auf ein Dach drauf passen könnte. Um das dann später auseinander zu nehmen und quasi die Schule aufzumachen, muss man zuerst hier dieses obere Teil weggeben. Das ist eh so, wie es auch beim Friendset vorgesehen war, außer dass hier eben kein Herzchen vorne drauf ist. Und dann kann man hier auch schon diese Platten runtergeben. Diese Platten waren übrigens nicht beim Friendset dabei, die sind beide von dem anderen Schulset, von dem City Schulset, das ich hier unter anderem auch verwendet habe. Wenn wir hier mal das genauer betrachten, hier sind diese wunderbaren Säulen vorne drauf. Wie gesagt, das ist genauso wie vorgesehen bei der Friends-Variante. Auch hier habe ich die Blümchen wieder weggelassen, also quasi nur Grünzeug vor den Fenstern. Das hat mir irgendwie besser gefallen, finde ich etwas harmonischer. Aber ich habe die große Uhr verwendet. Das ist nur ein Sticker, im Gegensatz zu der Uhr, die im City-Set dabei ist. Da war ein Druck dabei, das ist nur ein Sticker, aber ich finde, die passt einfach von der Größe hier wunderbar. Wenn wir das hier mal drehen, dann können wir ins Innere des Stockwerks schauen und uns mal genauer anschauen, was hier alles vertreten ist. Wie gesagt, ich habe es euch bei dem letzten Stockwerk schon gesagt, wenn ihr euch das hier anseht. Hinten ist es noch offen. Kommt eben darauf an, wo wir das Set dann hinstellen werden, ob wir es offen lassen oder nicht. Ich weiß leider noch immer nicht genau, wo ich es hin platzieren soll, aber wir werden es herausfinden. Außerdem scheitert es auch an diesen Nougat-Teilen, diesen Wandteilen. Da haben wir, glaube ich, noch 5 über, aber das waren dann schon alle. Und ja, ohne denen macht es natürlich keinen Sinn, hier eine Rückwand zu bauen. Das würde nicht so super aussehen. Aber was haben wir jetzt hier im oberen Stockwerk? Wir haben hier, wenn wir hier rechts mal starten, eine Tür, die zum Klo führt.
ich habe die hier gefunden mit der Nummer 37 drauf und ich dachte mir, etwas Farbe im Leben ist ganz gut. Wichtig natürlich, dass es eine blickdichte Tür ist. Warum Nummer 37? Keine Ahnung, aber ich dachte mir, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Sticker ist immer ganz nett. Und bei einer Schule ist doch immer irgendwo ein Kritzel-Kratzel irgendwo drauf. Und ja, genau deswegen habe ich die hier ausgewählt. Die Toilette ist die, die auch eben im Friends-Set vorkommt. Ist eine recht simpel gebaute, aber finde ich doch toll gewordene Toilettenanlage. Hier auf der Seite sogar mit der Klopapierrolle. Also finde ich echt cool gemacht. Und was ich auch noch toll finde, wenn ich das hier mal drehe, ist, dass hier sogar so ein super schicker Seifenspender hier vorhanden ist, also nicht nur ein kleines Waschbecken, sondern auch dieser schicke Seifenspender. Rechts habe ich dann nichts mehr platziert. Ja, ich glaube, das ist definitiv genug Ausstattung für so eine kleine Toilette. Dann kommen wir weiter zu einem weiteren Klassenzimmer. Auch hier habe ich wieder eine Glastür verbaut, eben weil ich mir dachte, damit man hier einfach ein bisschen mehr sieht und schon hineinschauen kann. Und man sieht hier einen Schüler, der gerade etwas malt. Übrigens, die blauen Haare, die sind in der City-Schule vorgekommen und da mir die eigentlich so nicht unbedingt so gut gefallen, habe ich mir jetzt gedacht, die nehme ich einfach für die Schüler in der Schule. Auf der Straße, ja, keine Ahnung, aber irgendwie, ich finde die anderen Farben, die anderen Haarfarben immer ganz cool, aber das ist irgendwie, die gefällt mir nicht wahnsinnig gut. Deswegen habe ich mir gedacht, die sind halt einfach im Gebäude drinnen. Genau, also dieser Schüler, der malt hier ein Bild von einer Ananas. Er hat hier auch eine echte Ananas daneben stehen und wir sehen hier auch die Lehrerin, die das Bild begutachtet und, glaube ich, für gut befindet. Hier ist auch noch eine Zeichnung auf dem Tisch von diversem Obst, beziehungsweise hier hinten an der Wand auch noch verschiedenste Zeichnungen von einem Frosch etc. Beides Sticker, die hier verwendet wurden. Natürlich auch die Ananas, die gezeichnet wurde, ist auch ein Sticker. Und hier hinten an der Wand, genau, ein gelbes Bild mit einem Seestern. Das habe ich einfach gefunden bei unserem Sammelsurium an verschiedenen Fliesen mit Stickern drauf und habe mir gedacht, das passt doch als irgendein Bild, das jemand gezeichnet hat. Ich habe hier jetzt nur einen Schüler hineingegeben, weil dieser Raum doch sehr knapp ist. Dachte mir dann, vielleicht ist die andere Schülerin vielleicht gerade da unten beim Spind und holt sich ihre anderen Zeichensachen, vielleicht die mit den blonden Haaren, keine Ahnung. Aber dachte mir, das wird sonst alles hier doch ein bisschen knappig. Dann kommen wir weiter zu einem weiteren Raum, welcher jedoch kein Klassenzimmer ist, sondern das Büro des Direktors. Und auch hier eine Glastüre, aber natürlich eine doppelte, weil er ja doch um einiges wichtiger ist noch, was weiß ich, als die normalen Klassenzimmer. Auf jeden Fall für die sich wundern, das ist diese neue doppelte Glastüre, die in der City-Schule verbaut ist. Die ist nicht so wie quasi die normalen Doppeltüren, wo wirklich 2 Rahmen verwendet werden, sondern ein Rahmen, der eben, wie ihr seht, 6 Studs breit ist, im Gegensatz zu dem anderen, der ja dann natürlich 8 Studs breit ist, weil 2 mal 4. Ihr kennt euch aus. Genau, und wenn man dann hier in das Büro hineingeht, dann seht ihr schon 2 Sessel, die natürlich dann, oder wo wahrscheinlich dann irgendwann einmal Schüler sitzen, über die gesprochen wird, weil sie vielleicht etwas verbrochen haben oder sonstiges und eben zum Direktor müssen. Derzeit sitzt gerade niemand drinnen, deswegen ist er vielleicht auch so gut gelaunt.
links an der Wand sehen wir einen Sticker, der eigentlich auch bei der City-Schule dabei war als Tafelbild. Also dieser schwarze Sticker hier mit dem Sonnensystem. Ich dachte mir, das ist als Bild eigentlich auch ganz cool für den Direktor, dass er sich das aufgehängt hat. Er hat sich auch von seiner letzten Safari irgendwo in Südafrika ein Bild aufgehängt, bei dem er 2 Elefanten fotografiert hat. Dann hat er auch noch eine kleine Trophäe auf dem Tisch. Vielleicht bester Direktor von Wild City, dass er da mal eine Trophäe bekommen hat. Auf dem Tisch selbst hat er eine Liste, die er gerade noch abhakt. Und nach getaner Arbeit wird er dann wahrscheinlich diese Zeitung hier lesen, die ihr auf dem Tisch seht. Was ganz cool ist, und da muss ich jetzt ihn wahrscheinlich da irgendwie herausheben, ist dieser Sessel hier. Ich dachte mir nämlich, der Direktor braucht einen speziellen Sessel und deswegen habe ich mal gegoogelt und geschaut, wie man andere speziellere Sessel hier einfach bauen kann. Und da haben wir einen gefunden, der so ein Autokarosserieteil verwendet. Das heißt, ihr seht das graue Autokarosserieteil und dann einfach einen normalen Sessel drauf und dann sieht das doch gleich sehr komfortabel aus. Genau, jetzt sitzt er schlecht, aber das ist fürs Erste egal. Dann haben wir noch eine Uhr an der Wand, das war eben auch die in der City-Schule vorgekommen ist und noch eine Weltkarte oder vielleicht eine Schatzkarte, man weiß es nicht, genau, die er sich auch hier im Büro zur Verschönerung noch aufgehängt hat. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus, dafür, dass es doch ein recht kleines Büro ist das hier eigentlich, glaube ich, ganz, ganz okay geworden. Und dann kommen wir noch zum letzten Klassenzimmer, ohne dass ich hier alles abreiße. Ich gebe mal die Toilette hier weg, damit wir da besser hineinfilmen können. Da haben wir noch das letzte Klassenzimmer. Auch hier kann man wieder hineinsehen und dann sieht man auch schon den Lehrer, der hier vorne steht. Und es ist ein Klassenzimmer, in dem ich mich wahrscheinlich selbst nicht ganz so wohl gefühlt hätte, denn ich bin immer kein so ein großer Fan von Physik, Chemie, Biologie gewesen, muss ich leider sagen. Aber gut, in diesem Zimmer ist wohl alles vertreten. Wenn wir uns das mal durchschauen, wir haben hier einerseits schon 2 Schüler sitzen, die vorne ist schon tippitoppi vorbereitet, mit dem Laptop offen, bereit zum Mitschreiben und der hinterbei sucht wohl noch immer seinen Kugelschreiber oder sonstiges aus seiner Schultasche raus, aber gut, da sehe ich mich fast selbst auch ein bisschen darin. Immer alles ein bisschen, ja, nicht ganz so griffbereit und so, aber gut. Und hier hinten in der Ecke haben wir ein Bild, das übrigens auch in der City-Schule oder von der City-Schule ist auch das hier ein Sticker, der zeigt, wie eine Blume sich quasi weiterentwickelt und auch hier eine echte Blume, die eingesetzt wurde, quasi zum Vergleich, wird sich die auch so super weiterentwickeln. Dann haben wir noch 2 Mikroskope. Einerseits ein Mikroskop, dieses hier war in der Friends-Schule verbaut mit dem kleinen Marienkäfer unten drinnen, den man sich genauer anschauen kann. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein zweites Mikroskop, das etwas größer ist im Vergleich, aber doch eigentlich sehr ähnlich gebaut. Und das war eben das von der City-Schule, wo unten da irgendwelche, keine Ahnung, Einzeller sind, die man sich genauer anschauen kann. Ihr seht schon, ich habe nicht wahnsinnig gut aufgepasst da in Biologie und so, aber irgend sowas war das dann doch, was man sich da anschauen kann. Genau, und daneben haben wir dann noch diesen wunderbaren Stein, genau, der mit dem Glitzerzeugs innen drinnen und daneben so irgendein Gemisch, ein chemisches, das dann noch erhitzt wird. Genau, und jetzt habe ich da alles abgerissen. Okay, da steht nämlich hier auf 2 Jumper Plates.
Das könnte man eigentlich recht leicht herausnehmen. Ich wollte das eigentlich nur ein bisschen aufstellen, genau. Das dann irgendwie erhitzt wird und dann ist sicher irgendeine chemische Reaktion, die da hervorgerufen wird. Im Eck steht auch noch unser Freund, das Skelett. Genau, wo man dann immer die Knochen irgendwie benennen darf. Auch das keine nette Erfahrung in meiner Schulzeit. Ich habe mir nie gemerkt, außer vielleicht, keine Ahnung, Elle und Speiche, aber das war es dann auch schon und auch die verwechselt, aber gut. Genau, der hier in der Ecke wartet, um da eben verwendet zu werden. Und ganz vorne eben den lieben Herrn Kollegen, der irgendwie ganz stark an meinen Bruder erinnert, der auch, ja, Biologie studiert hat und Physik aus irgendeinem Grund, keiner weiß warum. Liegt nicht in der Familie, aber gut. Und der steht eben hier und hat die mega Freude, da irgendetwas über irgendwelche Atome oder sowas zu erzählen. Genau, also das war mal der Überblick über das obere Stockwerk hier. Die Toilette geben wir dann wieder zurück. Die brauchen wir ja wieder. Genau. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde mal schauen, wo ein geeigneter Platz ist für diese wunderbare Schule. Ich habe noch keine Idee, wo ich sie genau hingeben soll, aber sobald sich ein Platz findet, werde ich die platzieren und dann auch noch schauen, was rundherum alles, ja, so aufgebaut werden muss, wie zum Beispiel die Schulbusse, die ich euch letztens auf der Packung gezeigt habe, oder auch ein Radweg, ein Pausenhof und so weiter und so fort. Mal schauen, was da alles hinkommt. Ich hoffe, euch gefällt unsere Schule aus Wild City. In dem Sinne, baut auch ihr was Schönes oder lernt die Knochen vom Skelett auswendig, was auch immer euch mehr bringt im Leben. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss.